Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video hier aus der noch alten Stadt, in Anführungsstrichen. Es wird sich ja nach dem Abzug ein bisschen was verändern, aber im Großen und Ganzen wird ja alles gleich bleiben. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon im letzten Haul-Video gesehen, denn ich habe relativ viele verschiedene Steine hier in vor allem Tannen gekauft, aber teilweise auch in Weiß. Und zwar ist das alles hier für die Tropfsteinhöhle, die ja hier hinten entsteht. Und zwar haben viele von euch richtigerweise mir gesagt, dass hier Tropfsteinhöhlen gar nicht in diesen Grautönen sind, sondern eher in solchen Tannenweißfarben. Also liegt ja durch eine Art des Gesteins. Das nehme ich natürlich gerne an. Bringt natürlich auch nochmal eine andere Farbe hier rein. Das ist natürlich auch noch sehr praktisch. Und ich würde sagen, heute bauen wir hier an der Tropfsteinhöhle weiter. Im besten Fall wird das hier ein ganzes Stück so weit fertig komplett, dass wir diesen Teil der Tropfsteinhöhle fertig kriegen. In der Erweiterung dann drüben in den neuen Räumen wird die Tropfsteinhöhle dann hier hinten noch weitergehen. Aber ich hoffe, dass ich die Tropfsteinhöhle an sich fertig bekomme. Hier oben den Felsen zubauen kann. Und wir können vielleicht hier auch noch mit dem Stadtmauer anfangen. Da müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Ich bin auf jeden Fall motiviert und würde sagen, wir fangen jetzt hier gleich an mit der Tropfsteinhöhle. Ihr seht, ich mache regen Gebrauch von meiner ganzen Tannensammlung. Also da ist wirklich einiges an verschiedenen Teilen dabei. Die ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil die natürlich von oben nach unten hängen. Wiederum kann man die sehr gut benutzen, um sie irgendwo reinzustecken in beiden Richtungen. Und die geben ganz verschiedene Formen. Genauso wie, ich muss mal schauen, diese Stäbe hier geben auch noch ein bisschen Sinn. Eben auch die ganzen anderen Formen, alles Mögliche. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Sieht momentan so aus. Und ich muss sagen, allein dadurch, dass das Ganze jetzt so Tann ist und wir haben diesen Übergang von diesen beiden Grautönen hin zu diesem Tann, sieht es schon mal ganz, ganz anders aus. Es gibt einfach noch mal ein bisschen was ganz, ganz Frisches, Neues hier, weil hier ist ja alles eigentlich relativ grau-grün und das gibt natürlich noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel. Es wird natürlich ein bisschen dunkler da drin werden, wenn dann der Deckel drauf kommt. Hier habe ich noch angefangen, so ein kleines Wasser anzufangen mit so abgerundeten Ecken, einfach um einfach ein bisschen mehr Dynamik hier reinzubringen. Und auch oben hängen schon die ersten, wie ihr sehen könnt. Und was ich mir überlegt habe, wir hatten ja die Idee, dass da jemand mit einer Taschenlampe drin sein wird, um einfach ein bisschen Licht auch reinzubringen. Ich habe hier noch diese Figur aus dem aktuellen Lego City Magazin. Und ich glaube, den könnten wir eigentlich ganz gut hier reinsetzen. Da schaue ich mal, was ich als Taschenlampe nehme. Werde dann natürlich eine Lampe einbauen, also eine LED von meinem Partner Illuminator Bricks, wie immer, oben rechts zu finden oder unter der Videobeschreibung. Klickt einfach mal drauf, schaut euch das System an. Ich benutze das ja jetzt eigentlich nur noch und bin sehr, sehr zufrieden damit. Aber wie gesagt, ich werde erstmal kurz schauen, wie ich die Figur hier reinbaue, bevor ich jetzt hier weiterbaue, weil ich mir sonst wieder wahrscheinlich die Möglichkeiten zubaue, die Kabel zu verlegen. Also, bis gleich. Und weiter geht's mit dem Innenausbau der Tropfsteinhöhle. Ich finde, es läuft ganz gut. Ich fange jetzt an, hier ein paar verschiedene Ebenen einzubauen, damit es hier ein bisschen höher geht, damit man einfach von vorne noch ein schöneres Erlebnis hat. Und auch der Blick jetzt sieht schon mal ganz gut aus, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt auch die Figur eingebaut. Ich habe dem jetzt so eine kleine Taschenlampe in die Hand gebaut. Sieht auf dem Video jetzt etwas strahlender aus, als es eigentlich ist. Das Kabel ist hier unten durchgeführt, geht hier runter zu unserem 6-fach-Verteiler. Der ist jetzt inzwischen voll. Mal schauen, ob wir da noch was anderes brauchen irgendwann. Dann rein theoretisch ist ja alles von hier bis ungefähr hier, inklusive des Turmes, ein großes Modul auf 4 32er Platten. Also das braucht einiges an Platz und wir brauchen wahrscheinlich auch noch mehr Strom darunter. Also schauen wir mal, wie wir das regeln. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden, wie das hier läuft mit der Figur. Ich glaube auch, dass wenn dann hinten alles zugebaut ist, dass einen sehr schönen Lichteffekt da drin gibt. Und ich finde auch jetzt schon den Übergang von diesen grau-grünen Tönen zu diesem Beige der Tropfsteinhöhle wirklich sehr, sehr ansprechend. Und mit der Figur wird das, glaube ich, nochmal eine ganz tolle Sache. Dann nochmal vielen Dank an denjenigen, der das im Stream vorgeschlagen hat. Ich weiß es leider mal wieder nicht, wer es war, aber vielen Dank an dich. Hier wird gerade deine Idee umgesetzt. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt tatsächlich einiges passiert, denn ich habe nebenbei noch ein bisschen Serie geguckt und Stream geguckt und einfach so ein bisschen bin ich im Baufluss geblieben. Die Höhle ist auf jeden Fall ein ganzes Stück vorangekommen, wie ihr seht. Ich gehe auch hier rüber. Wir haben da jetzt sehr viele Stalagniten und Stalaktiten. Und ich glaube, es wirkt jetzt durch die ganz vielen verschiedenen Elemente und Bautechniken jetzt wirklich gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt extra mir noch mal ein paar Videos und auch Bilder angeschaut von echten Tropfsteinhöhlen, weil es doch einige Zeit her, dass ich letztes Mal in der Tropfsteinhöhle war. Aber ich glaube, dass wir hier ganz gut vorankommen. Ich finde auch den Blick hier oben rein, das ist jetzt natürlich ein bisschen hell, weil jetzt auch die Arbeitslampe mit an ist. Aber es wirkt doch ganz gut so. Vor allem, da hinten fehlt ja noch der Hintergrund.
Das heißt, hier hinten muss die Wand noch zugemacht werden, dann wird es noch ein bisschen anders wirken. Und dann kommt auch das Dach oben drauf. Beim Dach habe ich mich dafür entschieden, dass ich jetzt hier alles mit Flat Tiles mache, damit ich es einfach abnehmen kann und drauflegen kann, weil ich befürchte, dass hier ab und zu mal was abbrechen wird und damit ich dann noch dran komme. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, es ist eine Arbeit, die ewig dauert. Ich habe hier auch noch eine Pinzette rumliegen, weil ich teilweise die Elemente nur noch mit Pinzette anbringen kann, beziehungsweise wenn was abbricht, ich die noch mit Pinzette rauskriege. Aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, das Filigranste, was ich bisher irgendwie aus Lego gebaut habe. Aber ich finde, es wirkt gut. Also da fehlen jetzt natürlich noch einige von oben. Das müssten dann die Stalaktiten sein, wenn ich mich richtig irre. Die kommen dann natürlich dann mit dem Dachelement auch mit oben drauf. Zwischendurch habe ich mich entschieden, eben da so ein bisschen was Massiveres zu bauen, einfach um auch die Objekte zu haben, die eben komplett durchgehen. Aber wenn da hinten jetzt noch zu ist, glaube ich, und man das Licht ausmacht, ist das ein sehr, sehr schöner Blick nach innen, denke ich. Ich baue es auf jeden Fall weiter und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ich denke mal, dass ich jetzt hinten auch mal zumache, damit einfach mal hinten der Blick auf den Tisch verschwindet. Und damit wäre ich dann soweit fertig, bis auf das Dach. Das baue ich aber dieses Update auf jeden Fall noch für den Bereich. Ich habe jetzt hier hinten alles soweit zugebaut und ich würde sagen, das ist doch ein ganz gutes Ergebnis. Ich hatte natürlich eigentlich vor, die ganze Höhle heute zu bauen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so aufwendig und zeitintensiv wird. Aber Detailarbeit dauert halt einfach wirklich. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich mache jetzt hier vorne auf jeden Fall noch ein Dach drauf, damit wir einfach mal sehen, wie es aussieht, wenn es hier dunkel ist. Das wird jetzt nicht großartig detailliert sein. Hier ist übrigens endlich die erste Möwe in die Brickworld eingezogen. Danke da nochmal an Laboranto dazu. Solltet ihr eigentlich, glaube ich, entweder jetzt vor diesem Cut oder nach diesem Cut noch was gesehen haben, denn ich habe bei Laboranto wieder bestellt und ein schönes Geschenkpaket dazu bekommen. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Aber jetzt kommt erstmal das Dach drauf und schauen wir mal, wann Laboranto dran ist. Und hier ist die gerade angekündigte Bestellung von Laboranto. Ich habe euch ja schon zweimal, glaube ich, was davon gezeigt. Laboranto ist ein kleiner Shop bei Bricklink, der aber sehr, sehr schönes Angebot hat, aber auch sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gibt. Ich habe da inzwischen, wie gesagt, zweimal bestellt und habe immer noch eine kleine, ja, sagen wir mal, Spende für die Brickworld bekommen. Das ist keine bezahlte Werbung, also ich stelle es einfach nur vor, weil ich jetzt auch denke, dass ich mal mit der Reichweite auch ein paar kleinere Shops ein bisschen unterstützen kann. Ihr müsst nicht wundern, das hier gehört nicht zur Bestellung. Das ist noch von der alten Bestellung hier für den weiteren Bau in der Brickworld. Das gehört nicht dazu, also nicht wundern lassen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu der eigentlichen Bestellung. Ich habe einige von diesen Pflanzenelementen, die sind ja, wie gesagt, schweineteuer. Und genauso wie diese dunklen Büsche. Die kosten fast einen Euro das Stück, also da wird man arm davon. Ansonsten habe ich noch viele von diesen Elementen, das sind eigentlich diese Goldbarren. Die nutze ich vor allem demnächst oben, um den Weg auf der Stadtmauer zu pflastern. Damit weiß ich noch nicht genau, was ich vorhatte. Ich hatte eigentlich vor, das vielleicht irgendwo im Bereich der Tropfsteinhöhle einzubauen, aber inzwischen bin ich da ein bisschen abgeneigt. Ansonsten hier noch, was ich immer gebrauchen kann, Flat Tiles und das ist, glaube ich, nur die Rechnung. Da sind noch ganz nette Teile mit dabei. Und hier habe ich noch Kürbisse, denn es ist ja bald Halloween. Ich dachte, wir bauen so eine kleine Halloween-Szene ein. Dazu kommt auch gleich noch was Passendes. Und was man immer bekommt, ist so eine kleine Tüte mit, ihr seht schon, gratis Lego. Das sind einfach ein paar Steine, die man ganz gut gebrauchen kann, die man einfach kostenlos dazu bekommt. So, dann zeige ich euch aber auch noch das hier. Bastjo. Kleine Anspielung daran, dass ich ja hier in Franken bin. Das war auch ein Thema im Stream letztens, dass ja Franken nicht Bayern ist. Vielleicht kennt ihr die lange Geschichte. Und alles hier ist eine Spende, ein Fanpost, kann man mal sagen, für die Brickworld. Hier fehlt noch die Möwe, die habe ich euch gerade schon gezeigt. Hier ist noch ein Schaf, ein Schwein. Wird super passen, entweder für den Mittelaltermarkt oder vielleicht, wenn wir dann irgendwann wieder umgezogen sind, im ländlichen Bereich anfangen. Ansonsten ganz viele Trans-Teile hier. Die werde ich auf jeden Fall demnächst gleich mal im Gebäude benutzen. Spinnenweben werde ich vielleicht noch in die Tropfsteinhöhle einbauen. Dann noch mehr von diesen Elementen, die kann man immer gebrauchen. Was ich auch sehr nett fand, hier ein kleines Technikpaket für mehr Technik in der Brickworld. Ist ein Thema, was ich auf jeden Fall angehen möchte, wenn wir umgezogen sind. Dann noch ein paar Tiles in schwarz. Was man auch immer gebrauchen kann, sind natürlich diese Mauerbricks. Knochen, mal schauen, was wir damit machen. Vielleicht irgendeine kleine Szene irgendwo unterirdisch demnächst. Noch mehr Trans-Teile. Dann auch noch hier die durchsichtigen Teile in diesem Trans Blue. Kann man auch immer gebrauchen. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Ich glaube, die habe ich unter anderem in irgendeinem Shop benutzt.
Und das ist Satin Trans Light Blue, ist eine Farbe, die ich ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Und sehr, sehr praktisch, dunkel, also Trans Black Tiles, die brauche ich tatsächlich demnächst noch in der Tropfsteinhöhle. Ich habe mich tatsächlich so wenig bestellt. Und hier noch so ein paar Fensterelemente. Und das hier ist, glaube ich, Trans Light Blue. Kann man auch auf jeden Fall fürs Wasser gebrauchen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür an dich. Und was auch noch ganz toll ist, ist das Paket hier. Hier hat er nämlich mir was geschickt, was ich auf jeden Fall haben wollte. Und dazu noch was gebaut, was ich auch sehr nett finde. Und zwar ging es mir eigentlich um diese Figuren, die nämlich einen Weg hier in die Brickworld finden werden. Und er hat dazu eine kleine Sache gebaut. Ich mache hier mal auf. Extra für mich sozusagen. Und hier sind auf jeden Fall noch ganz viele Musikinstrumente drin. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mich wirklich gefreut. Und hauptsächlich ging es mir um diese Figuren. Ihr kennt die vielleicht, die gab es in diversen Lego-Stores. Am Anfang konnte man davon noch mehrere kaufen, irgendwann nur noch einen. Und die werden demnächst ihren Weg als Halloween-Deko sozusagen in die Brickworld finden. Genauso wie dieser nette Kürbis, den fand ich auch super cool. Was ist eigentlich hier noch drin? Ja, Knochen kann man natürlich auch gebrauchen. Ist hier auch noch was drin? Ah, das ist leer, glaube ich. Aber das ist natürlich super cool. Vielen, vielen Dank. Schaut mal bei Laboranto vorbei. Ich kann es öfters nur sagen. Ich verlinke ihn auch unten noch. Und ansonsten noch ein Hinweis. Ihr findet unten jetzt einen Link zu einer Seite, die heißt Brickmo.com. Müsste es sein. Also Brickmo heißt mein neuer Partner im Bereich Lego und anderer Klemmbausteine. Also ich benutze ja weiterhin nur Lego-Klemmbausteine, aber ihr könnt dort von verschiedenen Marken Lego bzw. Klemmbausteine kaufen. Und wenn ihr dort über den Link, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, bestellt, da gibt es wirklich alles. Ich glaube 1200 Sets ständig auf Lager, auch viele Sets, die exklusiv sind. Schaut nochmal vorbei, bestellt gerne dort rüber und dann bekomme ich eine kleine Provision. Das würde mich super freuen. Außerdem unterstützen die mich und ich kriege demnächst ein Paket mit jeweils 15 48er und 15 32er Platten zum Einkaufspreis. Also dafür auch vielen Dank. Das ist als die Erweiterung für drüben geplant, wenn wir dann hinter dem Bahnhof anfangen. Und ja, schaut mal rein, klickt mal drauf, kauft doch was, wenn ihr was kaufen wollt und dann unterstützt ihr auch die Brickworld. Und dann sage ich vielen, vielen Dank und gleich zurück zur Brickworld. Und so sieht jetzt mein provisorisches Dach aus. Diese Platten hier schieben sich genau in diese Lücke wie auch in diese Lücke. Und dadurch weiß ich auf jeden Fall schon mal ganz genau, wo ich Stalaktiten hinbauen kann. Das Ganze muss man dann richtig herumdrehen. Moment, drehen wir mal richtig herum. Und dann vorsichtig hier einsetzen. Ich werde das also noch ein bisschen anpassen in einem der nächsten Videos, damit es hier besser reinpasst. So. Seht, es hält sich relativ gut fest, obwohl hier drüben noch gar keine Verbindung ist. Und dann gehe ich mal mit euch hier runter. Und dann seht ihr, dass sich hier die Stalaktiten sehr gut einpassen. Ich mache jetzt mal hier das Licht von dieser Lampe aus. Und ich finde, dass das wirklich sehr, sehr schön ist. Auch der Blick hier raus ist wirklich hübsch. Und auch hier, das hier gefällt mir auf jeden Fall, wenn man hier so reinschauen kann. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und wie gesagt, natürlich auch von hier vorne zwischen den Bäumen hindurch. Das sieht doch wirklich gut aus. Ist jetzt natürlich noch nicht hundertprozentig so, wie es sein wird, weil wir, wie gesagt, dann hier noch zumachen müssen alles. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, wie ich hier vorangekommen bin. Ich habe ja auch die Felswand hier hochziehen können ordentlich, damit hier auch dieser kleine Graben entsteht, der hier neben dem Turm geplant war. Und jetzt sind wir auf einer relativ guten Höhe, um hier dann in absehbarer Zeit die Mauer weiterführen zu können. Und dann füllt sich der Bereich hier hinten endlich so final. Hier fehlt natürlich die Hütte noch, aber dann sind wir hier so weit fertig, dass wir hier sagen können, hey, wir sind fertig, bis wir natürlich umziehen, denn dann wird ja hier eine Erweiterung kommen und auch in die Richtung. Aber ich bin mit der Höhle hier auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden und ich kann mir auch vorstellen, dass wir noch weitere Öffnungen haben werden, wenn wir die Höhle hier vielleicht weiterziehen. Weil diese ganzen kleinen Einblicke gefallen mir doch wirklich sehr, sehr gut. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der weitere Bau der Tropfsteinhöhle und wie ihr treffenderweise gesagt habt, mit Tann ist es realistischer und sieht natürlich auch viel besser aus, weil wir noch einen anderen Farbfleck hier reinbekommen. Und dann sage ich nur noch vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen natürlich und dann bis zum nächsten Mal hier auf der Brickworld. Tschüss!